Hi, ich bin der Volker. Und ich die Claudia. Und das da unten ist Emma. Und zusammen sind wir Gone Filming. Gone Filming. Dies wird unser neues Wohnmobil, ist es aber noch nicht ganz, nicht mal annähernd. Aber wir haben einen Traum. Vorbei ist die Zeit der gemieteten Schätzchen. Etwas Eigenes soll es sein. Ein eigener Kastenwagen für zwei. Also plus Emma natürlich. Natürlich steht hier noch irre viel Arbeit an und ihr könnt uns dabei begleiten. Heute also das erste Video. Bleibt dran, nach der Intro geht's weiter. Fertige Kastenwagen gibt es ja auch schon, aber die sind, ob neu oder gebraucht, einfach zu teuer, haben Lieferzeiten bis Ultimo und sind auch nicht so ausgestattet, wie wir es eigentlich brauchen. Oder möchten. Die Suche nach diesem Ausbaukandidat sollte sich äußerst schwierig gestalten. Händler kaufen momentan alles an Kastenwagen auf, was noch ein paar Monate TÜV hat. Diese gehen dann für teuer Geld an Paketzusteller. Dann kommt noch das Phänomen Covid hinzu und alle haben auf einmal das Camping- und Ausbaugen in sich entdeckt. So ist auch der Markt an gebrauchten, ausgebauten Campern überschaubar und völlig überteuert. Was da an Kernschrott im Bereich Sprinter und Crafter zu Wucherpreisen angeboten wurde und wird, ist schon gruselig. Händler sind dabei völlig schmerzfrei und auch nicht an hinterfragenden Kunden interessiert. Schnauze halten und kaufen oder geh mir vom Hof. Der nächste Kunde wartet schon. Tja, und hier hatten wir einfach mal Glück. Vom ersten Anruf bis zur Besichtigung, der Probefahrt, dem TÜV-Besuch, wo ich das Auto aus der Grube hinaus auch unten inspizieren konnte, und dem Verkaufsgespräch, alles gut. Aufgrund eines Problems bei der Probefahrt, dazu in einem der nächsten Videos nochmal ein paar Infos, bot der relativ kleine Händler einen vernünftigen Rabatt an. Wir waren zuletzt beide zufrieden mit dem erzielten Preis. Ein Hallo auf diesem Weg an den lieben Jörg Lausch, alles wirklich bestens. Also ist es jetzt ein VW Crafter geworden. Sprinter wäre die bevorzugte Wahl gewesen, aber das VW Gegenstück ist ein guter Kompromiss und es gab hier Gründe, die den Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer letztendlich doch außen vor ließen. Das hängt direkt mit den künftigen Reiseplänen und auch den Servicemöglichkeiten im Pannenfall zusammen. Baujahr 2014, 163 PS aus 2 Litern Hubraum, geschaltet über 6 Gänge. Ein ehemaliges Baustellenfahrzeug, man könnte es über die Markierungen und die Rundumleuchten erahnen, mit jenseits von 280.000 Scheckheft gepflegten Kilometern auf der Uhr. Das Fahrzeug wurde damals mit reichlich Optionen bestellt, dazu gehören unter anderem die Klimaanlage, der beheizte Fahrer, Schwingsitz, Tempomat, Park Distance Control, Alufelgen, Anhängerkupplung, RDS 6000 Audiosystem mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung, Gastransport, Ausbau mit Lüfter und Bodenrost und sogar eine relativ frisch verbaute Eberspecher Diesel-Standheizung. Und eine Alarmanlage. Stimmt, hier ist werkseitig tatsächlich noch eine Alarmanlage verbaut. TÜV hat der Gute noch bis Juni 2022. Und hier wurden im vergangenen Jahr noch viele Vorderachskomponenten, Bremsleitungen, Bremsen, Reifen, Windschutzscheibe und vieles mehr ersetzt. Der Unterbau ist trocken, bis auf ein wenig Feuchtigkeit um den Druckschlauch der Servolenkung und unbeschädigt. Gleiches gilt übrigens für den Laderaum und die Radkästen, die bei anderen Kandidaten in der Regel völlig lediert sind. Rost ist hier kein Thema, außer am Radkasten, der Beifahrerseite und der bekannten Stelle am Ende der Türlaufleiste. Die Falze im Laderaum wurden mit Wachs behandelt und auch die üblichen Stellen unter der Motorhaube sind unauffällig. Kosmetische Schäden gibt es über eine ca. 1 Meter lange Schramme an der Fahrerseite hinten, kleinere hagelschlagähnliche Dellen an den Flanken
beim genauen Hinsehen sichtbar und kleinere Beschädigungen am Einstieg hinter der Seitentür und an der Seitentür selbst. Die Hacktüren brauchen Aufmerksamkeit. Beide sind Zeugen eines harten Lebens, aber durchaus reparabel. Da habe ich noch besondere Pläne. So, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Ähnliches vor? Fragen, Vorschläge? Schreibt es unten in die Kommentare. Das soll hier kein Monolog sein. Es gibt noch so viele Dinge, die zu planen und letztendlich umzusetzen sind. Das dann in den nächsten Folgen. Aber das soll es jetzt zunächst einmal von unserer Seite gewesen sein. Fällt dir da noch was ein? Ja, wenn ihr da nichts verpassen wollt, unseren Kanal abonnieren und die Glocke anklingeln. Dafür jetzt auch schon mal ein Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite. Auf Instagram gibt es die Informationen immer einen Tick früher, also auch gerne mal da reinschauen. Und unsere Website wird künftig auch den Umbau und vieles mehr dokumentieren. Wir versuchen, unsere Posts hier so regelmäßig wie möglich einzustellen. Bleibt einfach dran, vielleicht ist das eine oder andere interessante Thema für euch dabei. Also, bis bald. Bis bald. Bleibt sicher und zuversichtlich. We're gone filming. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Renata Niermann und dem Team vom Hof Niermann für die freundliche Bereitstellung der Lokation zu unseren Filmzwecken. Wir haben hier vor 2 Jahren einen 80. Geburtstag mit ca. 40 Personen gefeiert, für alle ein unvergessenes Erlebnis. Und dies ist sicherlich nicht unser letzter Besuch dort. Versprochen.